Hallo zusammen, ich bin Jan und nutze diesen Kanal, um euch in unregelmäßigen Abständen von meinen Erfahrungen als Gründer und Unternehmer zu berichten. Heute möchte ich euch mitnehmen auf die ersten Wochen nach dem Signing mit PSG Equity, unserem neuen strategischen Partner an unserer Seite. Eine wirklich intensive Zeit, aber auch unglaublich spannend und wertvoll. Denn jetzt stellen wir die Weichen für die nächsten Jahre. Seit meinem letzten Video Ende November ist eine Menge passiert. Natürlich gab es die Weihnachtszeit, in der ich mir bewusst Zeit für Familie, aber auch Reflexion genommen habe. Aber danach, da ging es richtig los. Mit voller Kraft voraus in die nächste Phase, das Onboarding mit PSG. Was bedeutet Onboarding in diesem Kontext? Es ist die Phase, in der wir gemeinsam mit PSG unsere Zusammenarbeit strukturieren und Plenty beginnen, auf allen Ebenen zu optimieren. PSG bringt ein enormes Potenzial und Expertise mit, speziell im Bereich B2B-Software. Sie haben bereits viele Unternehmen erfolgreich begleitet und wissen genau, welche Strukturen und Prozesse funktionieren, und welche auch nicht. Heißt für uns, wir haben zusammen in den ersten Wochen schon ganz viele Steine umgedreht und werden noch viele weitere umdrehen. Das Feedback, was wir bisher über unsere Organisation, also unsere Teamstruktur und die Art, wie wir aufgestellt sind, bekommen haben, ist sehr positiv. Wir haben also eine gute Basis, auf der wir jetzt den nächsten Schritt aufbauen können. Besonders spannend dazu, die Reorganisation, die wir in den letzten Jahren in den Bereichen Produktentwicklung und Vertrieb umgesetzt haben, wurden als sehr gut bewertet. Das ist eine wichtige Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber natürlich gibt es auch viele Stellschrauben, die wir jetzt feinjustieren müssen, damit wir die PS auch wirklich auf die Straße bekommen. Denn wir machen das ja hier nicht zum Spaß. Nein, wir wollen am Ende ein besseres Produkt, einen besseren Service liefern, um damit natürlich auch mehr Kunden begeistern zu können. Zwei konkrete Projekte, die man außen wahrnehmen wird und die aktuell bei uns im Fokus stehen, ist der neue Einstiegstarif für Plenty One. Hieran arbeiten wir gerade wirklich intensiv, um diesen optimal aufzusetzen. Und News dazu werde ich euch in Kürze mitteilen. Daneben das neue Servicekonzept. Hier sind wir letzten Freitag mit einer ausgewählten Kundengruppe in die Beta-Phase gestartet. Und darauf planen wir den Release an alle oder auf alle unsere Kunden. Ich kann schon jetzt sagen, das wird ein echter Gamechanger. Eines ist jetzt schon klar. Wenn wir weiter wachsen wollen, brauchen wir eine breitere Führungsstruktur. Die letzte Erweiterung unseres Management-Teams liegt noch nicht allzu lang zurück. Das war Ende 2023. Aber um wirklich Geschwindigkeit aufnehmen zu können, werden wir die Verantwortlichkeiten weiter aufteilen. Das bedeutet, bis etwa Mitte des Jahres werden wir ein breiteres und stärkeres Führungsteam haben, als wir es heute haben. Nur so können wir sicherstellen, dass sich jeder Bereich optimal weiterentwickelt. Und dabei wird auch zum ersten Mal in der Plenty-Geschichte der Bereich Service ganz oben im Management repräsentiert. Und das zeigt, wie wichtig dieser Bereich für uns in Zukunft ist. Momentan bin ich wirklich zufrieden. Nicht mit dem Ergebnis, aber den Weg dahin. Natürlich ist es gerade super anstrengend. Es ist mega viel los, ganz viele Projekte laufen parallel. Aber erstens sind wir das gewohnt und zweitens ist das Sparring mit PSG gerade für mich extrem wertvoll. Ich merke, dass wir endlich die Chance haben, Plenty optimal aufzustellen. Und das mit der nötigen Unterstützung im Rücken. Das ist wirklich gut. Und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht.
Unser aktueller Interimsmanager im Finanzbereich, der uns begleitet, bis wir einen CFO gefunden haben, der meinte neulich zu mir, im Vergleich zu anderen Private Equity Unternehmen, die er kennengelernt hat, ist PSG extrem hands-on und wirklich hilfsbereit. Das überrascht mich nicht, denn wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Und das macht genau eine starke Partnerschaft aus. Aber natürlich zählt am Ende nur eins, die Ergebnisse. Und auf die arbeiten wir intensiv zu. Somit kann ich heute natürlich darüber noch kein Fazit ziehen. Aber ich verspreche euch, ich werde berichten. Die nächsten Monate werden hochspannend. 3 Themen, die mich besonders beschäftigen, sind der neue Service, was ist anders als vorher, und das neue Einstiegsprodukt. Was bedeutet das für euch, unsere Kunden? Und wie geht es eigentlich an der Channel-Front weiter? Es gibt einiges zu berichten. Ich habe jetzt wieder etwas mehr Luft für Content, also könnt ihr auch wieder News erwarten. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt dran. Wir sehen uns. Bis bald.